Hallo meine Lieben, heute gibt es ein bisschen ein anderes Thema, weil bei mir geht es neu jetzt auch ums Thema Lasern. Ich habe Jahre gebraucht, um mich zu entscheiden. Ich glaube, ich habe vor 4 Jahren zum ersten Mal davon gesprochen, dass ich sehr gerne einen Laser hätte. Aber ich habe bis jetzt einfach nicht das Richtige gefunden, was auch die Anforderungen erfüllt, die ich selber an einen Laser habe. Und bei mir ist ja das Schöne, dass ich ab und zu was kriege, was ich auch ausprobieren darf, um euch das dann zu zeigen. Und da habe ich eben von Yasando den M1 Laser bekommen von Xtool, damit ich den euch einfach mal zeigen kann. Und dann werde ich am Ende von dieser Serie, weil es gibt ein paar Videos dazu, werde ich mich dann entscheiden, ob ich den kaufen werde oder nicht. Jetzt ist mir durchaus bewusst, dass das nicht für jeden was ist. Entweder ihr habt ganz einfach kein Interesse daran oder nicht das Budget dafür oder nicht den Platz dafür. Und deshalb wollte ich auch nicht meinen Sonntagsplatz quasi für diese Videos nutzen und dachte mir, ich mache ganz einfach eine kleine Spezialserie. Das heißt, heute geht es darum, euch das Gerät einfach mal zu zeigen, ein paar Spezifikationen, dann auch, wie ihr es zusammenbaut, was ich noch dazu gekauft habe, auch wie ihr das dann zusammenbaut und dann auch noch die Software. Das ist das, was es heute gibt. Das heißt, heute gibt es noch kein Projekt. Die Projekte starten dann nächste Woche. Da habe ich Montag bis Freitag je ein Video, wo ich was Spezifisches mit dem Laser zeige. Und dann eben am Ende der Woche, am Freitag, werde ich mich dann auch entscheiden, ob ich diesen Laser für mich kaufen werde oder nicht. Ich muss dazu sagen zu den Videos, ich bin kein Laser-Experte, von dem her kann ich allzu technische Fragen nicht beantworten, ne? Das ist eine. Und das andere ist, ich habe noch nie einen anderen Laser verwendet und deshalb kann ich hier auch keine Vergleiche ziehen, ne? Ich habe einfach mal auf mein Bauchgefühl gehört und auch auf das, was Andrea gesagt hat, weil die hat dieses Xtool auch schon ausprobiert und die hat schon Erfahrung mit einem anderen Laser und deshalb dachte ich mir, wenn sie das gut findet, dann könnte es durchaus sein, dass ich das auch gut finde. Aber eben das Fazit kommt dann Ende nächster Woche. Noch ein letzter Hinweis und das werde ich auch in jedem Video wiederholen. Wenn ihr lasert, bleibt beim Gerät dabei. Ne? Nicht wie beim Plottern, wo ihr was in Auftrag geben könnt, der macht es dann und dann kommt ihr wieder zurück, sondern wenn ihr lasert, dann bleibt ihr auch in diesem Raum, wo ihr lasert und behaltet den Laser im Auge, weil es ist ein Laser. Ne? Also wenn man da irgendwas falsch einstellt, gerade bei Holz, wenn man den Brennpunkt also die ganze Zeit auf derselben Stelle hat oder viel zu lange an einer Stelle hat, dann kann das durchaus sein, dass das Holz anfängt zu brennen. Ne? Also wirklich, bleibt dabei, wenn ihr lasert und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr euch wieder etwas anderem widmen. Das wollte ich einfach gesagt haben, aber eben ich werde das in jedem Video natürlich auch immer wiederholen, weil ich das schon wichtig finde. So, ich würde sagen, das war genug gequasselt. Wir gehen jetzt auch ins Video rein, wo ihr dann seht, von was ich genau spreche. Ich werde euch als erstes zeigen, was mit dabei ist, ne? Was mit dem Laser mitgeliefert wird oder was in diesem großen Paket mit dabei ist. Dann zeige ich euch noch, was ich für zusätzliche Sachen habe. Dann werden wir die Zusätze mal installieren, nämlich ich habe so eine Erhöhung, wo auch ein Wabennetz drin ist, dann ein Air Assist Set. Und dann werden wir die ganze Filteranlage installieren und ihr habt überall Anleitungen dazu. Das steht überall in den Anleitungen auch drin. Aber ich finde es immer angenehmer, wenn ich das auch in einem Video gucken kann und mich da jemand durchführt. Also im Paket drin natürlich der Laser selber. Der zusätzliche Schneidekopf, der ist auch schon im Gerät drin. Dann habt ihr quasi eine Dankesnachricht dabei. Ihr habt ein Benutzerhandbuch mit dabei. Das gibt es auch auf Deutsch. Dann habt ihr hier Zusätze, um den Filter anzuschließen. Das heißt, das Rohr, die Aufsätze für das Rohr, das wird hinten
am Laser befestigt. Da habt ihr die Schrauben drin, da habt ihr eine Klemme, um das Rohr zu befestigen. Dann haben wir natürlich die Kabel. Für die Schweizer braucht ihr natürlich die Aufsätze, ne? Damit ihr das auch in die Schweizer Steckdose reinmachen könnt. Dann haben wir ein USB-Kabel mit dabei. Wir haben 5 Messer auch schon dabei, 45 Grad Winkel Messer, weil der Laser kann ja eben lasern und schneiden. Und wir haben 10 Prismstäbe drin, das sind so Erhöhungen, die man verwendet. Dann haben wir je 2 Matten, also 2 blaue, 2 rosa. Das eine ist eine Fabric-Matte und das andere ist eine Light Grip-Matte. Dann habt ihr hier schon ein bisschen Testmaterial drin. Dann der Filter, den seht ihr dann nachher, wenn wir das Ganze installieren. Dann habt ihr hier auch schon einen Ersatzfilter mit dabei und da ist auch ein Benutzerhandbuch für die Reinigung mit dabei. Das ist schon mal das alles. Jetzt gehen wir noch rüber zu den weiteren Paketen. Zusätzlich mit dabei ist das Rotary Accessory Tool und da habt ihr 4 verschiedene Möglichkeiten, wie ihr zusätzliche Sachen gravieren könnt. Und zwar eben für Gläser, für runde Sachen. Ihr könnt Ringe gravieren. Ihr könnt sogar Tassen gravieren, die Henkel haben. Das ist alles möglich eben mit diesem Rotary Accessory Tool. Und da gibt es 2 Pakete dazu. Dann haben wir solche Erhöhungen. Da gucken wir nachher gleich rein. Dann habt ihr aber auch noch ein Premium Material Package, wo ganz viele Materialien drin sind, damit ihr schon mal starten könnt. Das ist alles in diesem großen Paket, was ihr bei Yasando kaufen könnt. Das ist alles mit dabei. Ich habe mir noch 2 zusätzliche Sachen gekauft und zwar ist es der Air Assist. Ja, das ist hier so ein Set. Das bauen wir nachher ein. Und zudem habe ich hier eben auch noch diese Erhöhung mit dem Wabennetz drin. Die gucken wir auch noch genauer an und die bauen wir auch noch ein. Jetzt hier bei diesen beiden Paketen, das sind eben einerseits die Erhöhungen und da habt ihr 4 Blöcke drin, weil wir haben ja 4 Seiten, ne? Oder 4 Ecken beim Laser. Da hat es Schrauben einerseits, Ersatzschrauben und dann hat es eben solche Blöcke drin. Und je nachdem, wie ihr die unter das Gerät stellt, wird es unterschiedlich hoch. Das hier ist 88 mm. Dann haben wir hier 220 bis 229 mm. Und hier, wo haben wir es? Hier sind 88 bis 220 mm. Und von denen hat es eben 4. Ich selber werde die nicht brauchen, weil ich eben die Base zusätzlich gekauft habe, aber das seht ihr dann nachher noch. Jetzt gucken wir uns noch an, was hier in dieser riesen Premium Box drin ist. In dieser Box drin habt ihr eine Beschreibung, nämlich zu diesem Premium Material. Und da seht ihr jeweils auch die Einstellungen dazu, ne? Und einfach Gebrauchshinweise, wie das am besten dann mit dem Laser funktioniert. Ihr habt hier so 4 verschiedene Untertags, die ihr lasergravieren könnt. Ihr habt eine Kette mit einem Anhänger, den ihr gravieren könnt. Ihr habt Metallkarten in verschiedenen Farben, die ihr gravieren könnt. Dann habt ihr auch einen Kartenhalter, den ihr gravieren könnt. Ihr habt Schieferplatten, die könnt ihr mit dem Laser eben auch gravieren. Da hat es 2 dabei. Dann hat es hier ein Material mit dabei, was ihr verwendet, um zum Beispiel Glas zu gravieren. Dann habt ihr hier schon 2 solche Holzteller, die ihr gravieren könnt. Ihr habt einen Ständer quasi für Handys mit 2 verschiedenen Größen an Öffnungen, wo ihr das reinstellen könnt. Auch das könnt ihr gravieren. Ihr habt hier ganz, ganz viele solche Holztags, die ihr gravieren könnt. Dann haben wir hier drin ist
Balsaholz plus auf der Rückseite haben wir dann auch noch Walnussholz. Dann ist drinnen auch noch Bastelpapier, was ihr verwenden könnt. Es hat Kraftpapier drin. Dann habt ihr hier ganz viele verschiedene Farben an Heat Transfer Vinyl. Das, was wir normalerweise Flexfolie nennen. Ne? Dann habt ihr normales Vinyl, das heißt das, was ihr aufkleben könnt. Dann hat es auch noch Stickpapier drin. Ihr habt auch noch verschiedene Farben an PU-Leder drin. Dann habt ihr auch noch PVC-Sheets. Die sind, Moment, machen wir die. Vielleicht muss ich es euch so zeigen. Das ist das Balsaholz, das Walnussholz. Dann eben ganz viel Kraftpapier. Dann haben wir hier matte, aber auch farbige PVC-Sheets, die ihr auch schneiden könnt. Und zum Schluss haben wir auch noch eine Tasche, wo ihr dann das Heat Transfer Vinyl als Test mal draufbringen könnt, für die, die das noch nicht kennen vom Plotten, ne? Wie ihr das da dann drauf bringen könnt. Also ihr seht ganz, ganz viele Sachen, wie ihr schon mal starten könnt und den Laser schon mal so richtig schön ausprobieren könnt. Bevor wir jetzt ans Zusammenbauen gehen, wollte ich hier noch einen kleinen Einschub machen, weil ihr wollt ja sicher wissen, was die Spezifikationen von diesem Tool sind. Speziell ist an diesem Gerät, ihr könnt gravieren, ihr könnt Laser, also mit dem Laser schneiden, aber ihr habt eben auch ein Messer drin, mit dem ihr schneiden könnt. Vom Laser her habt ihr einen 10 Watt Laser drin, das ist ein Diode-Laser. Dann bei der Materialverarbeitung habt ihr eine maximale Schnitttiefe von 8 mm beim Balsaholz, aber mit dem Air Assist und mit dem Unterbau könnt ihr tatsächlich bis auf 10 mm schneiden. Schneidegeschwindigkeit maximal 250 mm pro Sekunde, Präzision 0,01 mm. Die Lautstärke ist unter 60 Dezibel. Dann vom Arbeitsbereich her mit dem Laser habt ihr 38,5 x 30 cm und mit dem Messer, da habt ihr einen Schneidebereich maximal von 36,5 x 30 cm. Maximale Arbeitshöhe sind 16 mm, aber wenn ihr hier eben die Erhöhung habt, dann geht es auch höher. Die Kamera, die drin ist, haben wir hier eine High Resolution Ultra Wide Kamera. Die Anzahl Pixel liegt bei 16 Megapixel und die Bildauflösung sind 500 dpi, das heißt Dots per Inch. Schnittstellen, ihr könnt mit Wi-Fi arbeiten, ihr könnt mit USB arbeiten. Ich habe mir angewöhnt, mit USB zu arbeiten, weil ich da nicht abhängig bin von der Stabilität von meinem Wi-Fi. Und ja, hat sich bis jetzt bewährt. Dann von der Software her, ihr könnt das mit Windows, mit Mac OS, Android oder iOS bedienen. Die Steuerungssoftware, mit der wir arbeiten, ist von Xtool selber, das heißt Creative Space. Dann von den Dateiformaten, die ihr da reinnehmen könnt, sind es SVGs, DXF-Files, JPEG-Files, PNG-Files, BMP-Files, TIFF-Files, CA2-Files und so weiter. Also eine ganze Bandbreite. Vom Gerät selber, also der Laser ohne den Aufbau, der ist 55,7 x 45,3 x 23 cm und das Gewicht ist 9,8 Kilo. Ja, Sandro verkauft das Ganze als Deluxe Bundle quasi, wo ihr eben den Laser habt, ihr habt den Filter, ihr habt das Rotary Tool und dann auch noch die Box, wo ihr ganz viele verschiedene Materialien habt, wo ihr das Ganze schon mal austesten könnt. Ich habe zusätzlich aber auf Rat hin noch den Air Assist. Gucken wir uns kurz an. Das Ding heißt Belüftungssystem. Ich nenne es jetzt einfach immer Air Assist.
damit ihr wisst, von was ich rede. Das Gerät bekommt ihr mit diesen Sachen dazu. Sieht dann so aus. Und das Schöne daran ist halt eben auch, dass ihr von den Schnittkanten her und auch von diesen braunen Stellen, das habt ihr mit dem Air Assist nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass ihr durch diesen eben Airflow oder durch diese Luft oder Belüftung ist eure Linse quasi länger als sauber, ne? So ohne Belüftung, hier mit Belüftung, das ist das eine. Dann eben, dass ihr 10 mm schneiden könnt mit dem Laser. Da hattet ihr vorhin gesehen, waren es 8 mm. Aber eben mit diesem Belüftungssystem könnt ihr runter bis auf 10 mm. Und das Ganze könnt ihr, wenn ihr das nicht braucht, wirklich, es gibt eine ganze Aufhängung, die man dann montiert. Und dann könnt ihr das vorne an den Laser ranmachen. Und dann ist es nicht im Weg, wenn ihr zum Beispiel was macht ohne, wo ihr den nicht braucht oder wo ihr nur mit dem Messer arbeitet. Das zum Air Assist. Das andere, was ich habe, ist eben diese Erhöhungsstation mit Wabengitter. Und da gucken wir uns auch kurz an, wie das aussieht. Das hier ist euer Laser und hier haben wir dann das Bett, wo der drauf steht. Und das Schöne ist halt einfach, ihr könnt wirklich, abhängig davon, was ihr machen wollt, könnt ihr die Höhe verstellen. Zum Beispiel, wenn ihr das Rotary Tool verwendet zum Gravieren, dann braucht ihr hier ganz schön viel Platz und ihr habt gesehen, dass ich diese Holzblöcke habe, wo man das quasi erhöhen könnte. Aber wenn ich den Laser da drauf stelle, dann kommt trotzdem Luft unten raus, weil der würde ja dann nur auf diesen 4 Blöcken stehen. Das heißt, hier unten ist dann alles freigelegt und da seid ihr halt dann auch nicht mehr so geschützt vom Licht her und aber auch von der Luft, die da rauskommt. Von dem her macht das durchaus Sinn oder für mich macht es Sinn, wenn man sich so ein Bett dazu kauft, weil eben ich kann dann die Platte ganz oben haben, ich kann die Wabe ganz oben haben, ich kann die Wabe auf 3 weiteren Positionen haben. Die Metallplatte kann man immer unten auch reinschieben, damit die Arbeitsfläche, wo der Laser drauf steht, immer geschützt ist. Also, und ihr seht hier, könnt ihr gerade an Boxen, also so Holzboxen lasern, weil ihr eben massiv mehr Platz dazu gewinnt. Und hier auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Holz lasert und das nur auf der Metallplatte drauf liegt, dann, wenn ihr das umdreht, dann hat es hier schwarze oder sehr dunkelbraune Stellen. Wenn ihr das auf dem Honeycomb, also auf diesem Wabennetz drauf schneidet oder lasert, dann ist es eben so, dass diese Rückseite nicht dunkelbraun wird. Das sind die Vorteile. Und was hier auch noch geschrieben ist, von wegen, dass ihr habt in diesem Wabennetz drinne, habt ihr solche Magnete, die ihr rausnehmen könnt, anders positionieren könnt und so könnt ihr quasi euer Element, was ihr lasert, festmachen. Macht durchaus Sinn, zum Beispiel, wenn man den Air Assist einschaltet, weil der bläst ja Luft durch und je nachdem, wenn man da Holz hat, was nicht allzu schwer ist, kann das durchaus verrutschen. Dann eben, dass ich einen besseren Durchlauf habe von der Luft durch diese Wabe und ihr habt schön hier drauf dann auch die ganzen Millimeter und Inch Angaben drauf, damit ihr eure Sachen auch gut platzieren könnt. Und das, was ich gesagt habe, von wegen, dadurch, dass wir das dann geschlossen haben, ist alles trotz der Erhöhung dann ein geschlossenes System. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wie hoch der Laser selber ist und hier noch die Angaben zu diesem Aufsatz. Der ist 30,6 cm in der Tiefe, dann haben wir in der Breite 42,73 cm und in der Höhe haben wir 12 cm. Das heißt, das kommt dann noch dazu, was ihr an Platz braucht. Und so sieht es dann eben aus, wenn der Laser auf diesem Element drauf steht und ihr hier noch den Air Assist dazu habt. Das war das, was ich euch noch an Spezifikationen sagen wollte und jetzt gehen wir an den Zusammenbau.
In dieser Box hier drinne habt ihr verschiedene Teile, eben um unten ein Bett mit einer Erhöhung zu machen. Und zwar ist es die Wabe selber. Hier habt ihr Magnete, wo ihr jeweils dann die Elemente an der Wabe festmachen könnt, die ihr lasert. Ihr habt ein Benutzerhandbuch, wie ihr das Ganze zusammenbaut. Ihr habt 2 Acrylscheiben und dann habt ihr hier diese beiden Elemente. Und dann noch ein Lineal. Und was hier dabei sein wird, ist ein Hinweiszettel, dass es sein kann, dass eines der Teile falsch vormontiert wurde. Und das ist bei mir jetzt genau der Fall und das ist eigentlich sehr gut, weil dann kann ich euch gerade zeigen, wie ihr das korrigieren könnt. Jetzt, wie erkennt ihr, ob das falsch montiert ist? Das Thema ist, wenn das richtig wäre, dann habt ihr hier 3 kurze Abstände unten, 1 oben. Haben wir hier eigentlich auch, aber hier unten, das hier ist da, wo der Belüftungsschlauch durchgeht und der müsste eigentlich hier oben sein und nicht da unten. Das heißt, dieser der Durchgang für die Belüftung müsste da sein, wo ich nur ein Element habe und nicht die 3 aneinander. Das heißt, wir müssen das jetzt lösen, die Schrauben lösen und das quasi umdrehen, damit es dann auch richtig sitzt. Dazu löst ihr zuerst hier je außen bei den kurzen Seiten hat es eine Schraube, die müsst ihr rauslösen. Noch ganz kurz ein kleiner Einschub von der Frau B aus der Zukunft quasi, weil ich habe gemerkt, als ich das Rotationstool ausgepackt habe, dass es da solche Schraubenzieher drin hat. Und der größere der beiden passt genau, um diese schwarzen Schrauben hier zu lösen, weil dann kommt ihr auch besser unten an diese Schrauben ran. Und dazu braucht ihr dann einen größeren Schlüssel, also der hier ist 2 mm und der hier ist 3 mm und damit geht es dann auch besser, ne? Nur hier der Tipp, also nur das Rotationstool, öffnen die Kiste und da drin hat es eben diese Schraubenzieher. Jetzt geht es weiter mit dem, was ich euch eben gleich erzählt habe. So, meine Lieben, ich musste das kurz außerhalb der Kamera machen, weil das war jetzt ein Erlebnis der besonderen Art, weil das braucht einen extrem kleinen Schlüssel, respektive ich hatte keinen, ich glaube, die nennen sich 8-Kant Schraubenzieher, so klein hatte ich nicht und deshalb muss ich da versuchen, zwischen den Stäben das irgendwie zu lösen. Ich konnte es lösen. Das Schöne ist, ich muss es jetzt dann auch wieder zusammenbauen, ne? Das heißt, die Station könnt ihr dann anheben und einfach umdrehen, so dass es dann hier das Belüftungsloch da liegt, wo ihr nur diese eine Einheit habt. Ne? Das müsst ihr auch nur auf einer Seite machen, weil dieses Loch hier für den Belüftungsschlauch hat es nur einmal. So, und jetzt könnt ihr die ganzen Schrauben wieder reindrehen. Jetzt ist das hier oben. Also da, wo wir den langen Abstand haben, ist oben. Und dann haben wir hier die Scheiben, die Plexischeiben. Und da könnt ihr, das hat so eine Schutzschicht drauf, die könnt ihr wegnehmen. Und dann ist es so, ihr habt hier eine Einbuchtung auf der Seite und die kommt nach unten. Und so gebt ihr das quasi hier in diese Schiene rein. Ne? Einfach von oben nach unten quasi da reinschieben. Das Ganze ist jetzt logischerweise ein bisschen instabil, weil wir müssen zuerst am Laser noch was machen und der kommt dann hier drauf und dadurch wird es dann auch wieder stabil. Das heißt, das legen wir kurz noch beiseite. Jetzt machen wir zuerst mit dem Laser weiter und zwar müssen wir das bestehende Bett rausnehmen. Und zwar ist es an 5 Schrauben festgemacht. Das heißt, eine auf der Höhe, dann hier eine und irgendwo auf der Seite, genau hier. Also die befinden sich alle im vorderen Bereich unten auf dem Boden. Und die könnt ihr einfach rausschrauben. Das sind zum Glück ganz normale Schrauben.
Wenn die draußen sind, dann können wir das Bett hier rausnehmen. Das heißt, ich gehe unter den Laser drunter mit einer Hand. Ne? Ich gehe hier drunter, hebe das ein bisschen an, damit ihr das mit der anderen Hand greifen kann. Und dann könnt ihr das so rausnehmen. Jetzt machen wir aber nicht mit dem Bett weiter oder der Erhöhung weiter, sondern wir kümmern uns jetzt auch gleich um den Air Assist. Dazu nehmt ihr am besten das Messer oder die Messerstation raus. Die ist hier, die ist quasi nur magnetisch hier in diesem Laserkopf drinne. Ne? Die kann man reinmachen, dann hängt sie drinne und man kann sie rausnehmen. Dann habt ihr die in der Hand. Die nehmt ihr am besten einfach mal raus. Und dann müssen wir den ganzen Laser auf den Kopf drehen. Der ist auch nicht wirklich schwer, das könnt ihr wirklich super festheben. Und hier seht ihr jetzt eigentlich auch schon die Füße, die nachher in die Basisstation reinkommen. Jetzt nehmt ihr den Laserkopf, macht den in die Mitte und zieht den nach vorne, so dass ihr Zugriff drauf habt. Dann habt ihr in der Box vom Air Assist habt ihr so einen kleinen Schraubenzieher mit dabei, glücklicherweise. Und da können wir hier, hat es zwei kleine Schrauben, die können wir lösen. Dann können wir diese Abdeckung hier hochheben. Wenn die Schrauben genug locker sind, ne? So, können wir die einfach rausnehmen. Dann habt ihr auch in diesem Paket drin eine Pinzette. Und jetzt hat hier dieser goldene Kreis hat zwei Löchlein. Dann könnt ihr mit der Pinzette rein und das aufdrehen. Bis es sich löst. Und dann könnt ihr das greifen und wegnehmen. Dann steht in der Beschreibung, dass auf dem Laserkopf eine Linse drauf liegt. Vergewissern Sie sich, dass sie nicht verschoben ist. Das ist bei mir der Fall. Dann kommt hier dieses Element und ihr habt auf den Seiten so zwei kleine Erweiterungen. Und das kommt jetzt auch hier rein. Das könnt ihr festschrauben. Und zwar so, bis diese beiden Noppen, die dran sind, parallel in diese Flucht gehen. Als nächstes braucht ihr den Schlauch und hier diesen Kopf. Und der kommt jetzt, also ihr habt, der erhöht sich so. Ne? Und so muss der jetzt auf diesen bestehenden Kopf, den wir da haben, drauf. Und zwar so, dass euch das Ventil für nachher für den Schlauch, das guckt euch an. Ne? Hier ist mein Laserkopf, das ist die lange Seite, da wo der Laser nachher, wo die Schiene befestigt ist. Und so kommt es drauf. Es ist magnetisch, das heißt, es rastet selber ein. Und dann stülpt ihr das Ende, da wo diese weißen Markierungen dran sind. Ihr habt ein Ende, wo die nicht dran sind und ein Ende, wo so weiße Markierungen dran sind. Das kommt jetzt quasi hier reingestülpt. So, dann machen wir das Ganze hier rein und drehen das ganze Gerät wieder um. Jetzt habt ihr hier so 4 Schienen für den Schlauch und ihr nehmt das kürzeste von diesen. Und da hat es hinten ein 3M Kleber. Da könnt ihr das Band abziehen. Und das macht ihr jetzt mit der Wölbung nach oben. Das ist hier oben gewölbt, unten ist es eckig, also hier oben. Und so kommt das jetzt hier auf diese Seite dran. Dann könnt ihr die anderen 3 Elemente nehmen. Eins kommt auf diese Seite und ihr guckt das einfach unten, dass es so mit der Kante abschließt.
einfach, dass ich den Deckel auf jeden Fall gut schließen kann. Und dann kommt je auf die Seiten noch eins. Dann habt ihr dieses Element, was auch einen 3M-Kleber dran hat. Und das ist für die Schlauchhalterung am Laserkopf selber. Und zwar kommt es, ne, ihr seht, hier geht es runter. So kommt es auf die Seite vom Laserkopf. Und es hat hier unten so 2 Noppen. Und dieser hat es auch am Laserkopf. Und da guckt ihr, dass ihr die da reinrastet. Und jetzt könnt ihr den Schlauch, der unter der Schiene quasi hochkommt, könnt ihr da einrasten. Und dass der schön in dieser Führung drin ist. Und ihr habt ja am Schlauch Markierungen, so weiße Markierungen. Hier kommt jetzt auch schon die erste Markierung hoch, gleich bei diesem weißen Element. So, und jetzt könnt ihr diesen Schlauch hier nehmen. Und jetzt hat er eine zweite weiße Markierung. Und diese weiße Markierung kommt quasi zu Beginn von dieser Leiste, wo ihr den Schlauch reinklickt oder reinmacht. Oder reinlegt, so sagt man es ja wahrscheinlich, ne? Und dann hier auf der Seite durch. Und der Rest geht nachher runter. Ja, hier haben wir den Rest, der runterguckt. Und so seht ihr jetzt auch, habt ihr genug Schlauch, egal wo der Laserkopf ist. Ihr habt immer genug, dass der nicht irgendwie rausgezogen wird. Ne? So, und bevor ich jetzt weitermache, werde ich den hier, ihr habt die Füße unten gesehen, ne? Das kommt jetzt auf die Erhöhung drauf und das zeige ich jetzt nicht hier, weil ich habe extra Möbel gekauft, damit ich das Ganze da drauf stellen kann. Und da steht jetzt eben der Honeycomb eigentlich schon drauf und da werde ich den jetzt hier dann auch drauf machen. Wenn ihr das Ganze auf die Station draufstellt, müsst ihr natürlich drauf gucken, weil wir haben den Schlauch jetzt im Moment ja hier drüben, ne? Dass das Loch auch hier drüben ist, damit, also hier von dieser Station hier drüben ist jetzt das Loch, damit da der Schlauch auch raus kann. Und den führe ich jetzt kurz hier einfach nach unten und dann raus. Und ich gehe quasi hinter dieser ersten Abstufung hier, gehe ich hier drinnen runter und dann müsste ich hier eigentlich auch schon den Ausgang finden für den Schlauch. Was ich auch schon gemacht habe, dass die Matte, die wir von der Originalposition abgeschraubt haben, die könnt ihr nachher ganz unten, hat es eine Rille, wo das wunderbar reinpasst, könnt ihr da auch reinschieben. Und so schützt ihr dann auch eure Fläche, wo das ganze Gerät drauf steht. Und der Honeycomb kann jetzt, abhängig davon, was wir machen, kann hier quasi hier reingeschoben werden. Und dann geht vorne einfach die Abdeckung wieder drauf. So. Und jetzt haben wir ja die ganze Station noch und da kommt zuerst dieses Röhrchen drauf, was dabei war. Dann kommt dieser schwarze Kopf hier drauf. So dass das quasi schön abschließt mit dem anderen. Und dann kommt noch der Schlauch hier rein. Und so könnt ihr das Ganze jetzt quasi, also bei mir steht es unterhalb des Gerätes, auf eine Ebene drauf. Und das hat hier jeweils auch einen Ein- und Ausschalter. Das heißt, ihr könnt selber definieren, ob ihr diesen Air Assist laufen lassen wollt oder nicht. Na, zum Beispiel, wenn ich schneide, wenn ich mit der Klinge schneide, dann macht das ja nicht allzu viel Sinn. Ne? Und jetzt haben wir ja noch so ein Teil, weil dieser Kopf, wenn der nicht gebraucht wird, kann man den unten, weil wir hatten ja gesehen, dass der magnetisch ist, dann kann man den abziehen und damit der Schlauch dann nicht im Weg ist, macht ihr den dann hier rum und dann landet das Ding hier vorne und dafür ist genau diese Halterung. Das heißt, jetzt
machen wir hier so dran, dass ich den Kopf dann ganz einfach hier, ganz einfach ist schön gesagt, ne? Dass ich den dann quasi so drauf schieben kann. Ne? Der sitzt dann hier drin und so kann ich den dann hier festmachen. Deshalb teste ich das kurz, wenn ich das Kabel hier überall drin habe. Wo der zu landen kommt, löse hier hinten die Abdeckung vom Kleber und mache das genau hier fest. Natürlich so, dass die Abdeckung trotzdem sauber zugeht. Ne? So, dann können wir das hier wieder rausnehmen und da befestigen, wo wir es eigentlich haben wollen. Bisschen schwierig jeweils, wenn der Schlauch neu ist, der dreht sich gerne in alle möglichen Richtungen. Aber das wird, denke ich, mit der Zeit auch besser und ich kann ja trotzdem hier die Abdeckung runter machen, ne? Die hält wunderbar. Jetzt müssen wir ja noch unseren Filter installieren und da habt ihr, es ist quasi ein Filtergerät für 2 verschiedene Laser und deshalb braucht ihr, also hat es ein bisschen mehr dabei, als was ihr braucht. Ihr braucht den kleinen Ring, den braucht ihr nicht und hier hat es auch 2 Elemente und das kleinere, das braucht ihr auch nicht. Das heißt, ihr braucht das große, den großen Ring, das für hinten an den Laser. Das kommt übers Rohr für hinten an den Laser. Dann habt ihr Schrauben und einen Schraubenzieher. Das ist das, was ihr braucht. Für unten machen wir jetzt den ersten Teil des Rohres quasi hier. Zuerst die Klemme drüber. Dann kommt das hier quasi rein. Und zwar schiebt ihr das so weit runter, bis zu diesem Teil hier. Ne? Das hier kommt nachher auf den Filter, das steht frei. Und ich habe jetzt den Ring oder den Filter bis hier an diesen Ring dran gemacht. Und dann können wir den Metallring da runterschieben. Und dann könnt ihr das mit dem Schraubenzieher festziehen. Einfach so lange, bis ihr da nicht mehr weiter zudrehen könnt und so sollte das jetzt hier drin schön befestigt sein. Und das Element könnt ihr jetzt hier einfach in den Filter reinschieben. Braucht ein bisschen Spackes, aber es soll ja auch dicht sein. Ne? So, und das andere Ende kommt jetzt natürlich an unseren Laser. Hier in diesem weißen Säckchen habt ihr Schrauben drin und das ist um dieses Element hier hinten. Da kommt die Luft raus und da schrauben wir das drauf. Ich würde sagen, das sitzt fest. Dann nehmen wir das Ende des Schlauches und machen diese Masche hier drüber. Ich lasse jetzt mal so viel davon stehen. Und so stülpen wir das jetzt über, also hier drüber. Auch das braucht wieder ein bisschen Schmackes, aber auch das soll dicht sein. Und jetzt könnt ihr den Ring quasi hier nach vorne schieben und das Ganze damit eigentlich befestigen. So, dann ist auch der schon dran. Ne? Und das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist das Ganze quasi an den Strom anzuschließen. Das mache ich jetzt heute nicht in diesem Video, weil das machen wir dann gleich mit dem ersten Projekt am Montag. Und ich zeige euch jetzt noch die Software, die ihr verwendet. Jetzt sollten wir uns ja auch noch die Software angucken und den Link, um die Software herunterzuladen, den findet ihr auf der Yasando-Seite, da wo ihr eben auch den Laser selber findet. Starten wir mal hier oben. Ihr habt File, also ob ihr ein neues File anlegen wollt, ob ihr ein bestehendes Projekt öffnen wollt, ob ihr ein Bild einfügen wollt, dass ihr das speichert oder dass ihr das, also wo und unter welchem Namen ihr das speichern wollt. Und das Projekt kann, nur um das euch zu zeigen, das Projekt kann verschiedene Seiten haben. Ne? Wenn ich das speichere, dann werden die 3 quasi Unterprojekte in diesem Projekt gespeichert.
Und hier oben seht ihr jeweils auch den Titel, unter dem ihr das gespeichert habt. Dann habt ihr hier Image, also Bild, und da könnt ihr ein Bild auswählen und das hier einfügen. Dann fragt er euch, ne, also das ist größer als der Canvas, und dann fragt er, soll er das beibehalten oder, also original größer, oder soll er das verkleinern, damit es auf dem Canvas passt, und dann nehme ich ja. So, und jetzt habe ich hier ein Bild drin. Wir machen kurz hier weiter, weil sobald ihr ein Bild drin habt, also abhängig davon, was ihr hier anklickt, ob Text oder Bild, ist dieses Untermenü unterschiedlich. Und hier bei Bildern habt ihr eben, wollt ihr da einen Filter setzen. Da könnt ihr eben sagen, also wie scharf soll es sein? Blurry, also unscharf oder scharf. Dann könnt ihr bei der Grayscale, wenn ihr ganz runter geht, dann habt ihr alles, quasi die weißen Sachen, die ihr vorhin gesehen hattet, oder dieses hellblau, das ist weg. Wenn ich in die andere Richtung gehe, dann ist es komplett schwarz, und hier könnt ihr eben mit diesen Werten spielen, damit ihr das dann habt, was ihr haben wollt. Ihr könnt aber auch auf Bild bearbeiten gehen, und da habt ihr einerseits einen Hintergrundentferner. Wenn ich jetzt auf das Weiß draufklicke, dann ist es weg. Also ich kann hier so Teile entfernen. Ich kann aber auch den Radiergummi nehmen und dann rings um mein Bild herum Sachen entfernen. Das geht, und kann hier natürlich auch die Größe anpassen. Upsi, das war jetzt zu viel. Machen wir das rückgängig, und dann ist das Teil hier wieder da. Also hier. Oder ihr könntet etwas auch ausschneiden, dass ihr nur einen bestimmten Bereich haben würdet, und könnt das hier bestätigen oder abbrechen. Das sind Möglichkeiten. Ich sage jetzt hier Cancel, weil eben die andere Möglichkeit ist, dass ihr das über den Grayscale quasi so anpasst, dass dann nur diese Elemente da sind. Und dann kann ich immer noch sagen Edit Image und kann hier alles, was weiß ist, wegnehmen. Dass der Laser quasi weiß, was er lasern soll oder was nicht. Das war jetzt zu viel. Manchmal muss man hier auch ein bisschen reinzoomen, dass ich hier diesen weißen kleinen Punkt erwische. Ansonsten würde ich sagen, habe ich alles. Und dann kann ich sagen Save. Und so habe ich mein Bild, das ich jetzt zum Lasern verwenden kann. Dann gibt es bei Insert, und das ist ein bisschen komisch vom Aufbau her, ich weiß nicht, was die Überlegung war, dass man das so gemacht hat, aber ihr habt Linie, Rechteck und Kreis, habt ihr hier oben, und bei den Shapes habt ihr dann noch weitere Elemente zur Auswahl. Kann ich das hier einfügen und eben in der Größe so anpassen, wie ich das brauche. Dann könnt ihr Text einfügen. Ich habe es jetzt, ihr seht, es ist aktiviert. Jetzt klicke ich hier drauf. Dann kann ich hier den Text anpassen. Dann kann ich sagen, welche Größe. Ich kann die Schriftart auswählen, und hier ist das Coole, dass ihr wirklich die Schriften, die ihr auf eurem PC installiert habt, dass ihr die verwenden könnt. Problematisch ist ein bisschen bei diesen Schriften, wo ihr solche zusammenhängende Teile habt, weil ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das verschweißen kann quasi. Das heißt, wenn ich sowas ausschneiden will, dann, ihr seht es dann auch in einem Beispiel, habe ich das so gemacht, da habe ich das mit dem Adobe Illustrator vorbereitet, oder ihr könnt es zum Beispiel auch mit Inkscape machen und das dann als SVG-Datei hier reinnehmen. Aber bei Schriften, wo ihr eben nicht dieses Zusammengesetzte habt, zum Beispiel, ich habe hier BFC Gingerbread, da funktioniert es natürlich wunderbar, dass ich das hier machen kann. Und dann eben, wenn es verschiedene Stile hat, wie Kursiv, Fett, dann könntet ihr das auswählen. Ihr könnt die Lücke zwischen den Buchstaben könnt ihr bestimmen, oder wenn ihr mehrere Zeilen habt, ihr könnt hier auch
einen Zeilenumschlag machen, weiterschreiben, Zeilenumschlag, weiterschreiben und der widerspiegelt genau das hier drinnen. Ne? Und jetzt beim Leading könnt ihr eben sagen, wie groß dieser Zeilenabstand sein soll. Ne? Und dann könnt ihr sagen, links, mittig oder rechts. Das ist das, was ihr beim Text machen könnt. Dann habt ihr aber auch noch Vektor, das heißt, ihr könnt selber Formen zeichnen, die ihr haben wollt. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Extract, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch nicht herausgefunden, was es ist. Also von dem her, vielleicht ergänze ich das dann irgendwann noch im Kommentar, wenn ich es herausgefunden habe, aber ich habe es tatsächlich nicht, ich weiß es nicht, was es macht. Dann Select, im Moment habe ich den Pfeil, ich kann aber auch die Hand auswählen, damit ich hier den Arbeitsplatz quasi herumschieben kann. Gerade wenn ich das massiv vergrößert habe, ist es jeweils schön, damit ich das Element, an dem ich arbeiten will, das schön mittig habe. Aber wenn ihr dann wieder auf Select zurückgeht, dann könnt ihr hier wieder Elemente anklicken und die eben bearbeiten. Größe habt ihr gesehen, die Ordner habe ich euch auch schon erklärt und hier mit dem Plus könnt ihr einfach neue hinzufügen. Dann kommen wir hier zu dieser Zeile. Ich habe ein Rückgängig machen, ein Wiederholen, dann habe ich ein Outline, das ist auch was Schönes, weil ich kann tatsächlich auch ein Offset generieren, ne, dass ich so eine Linie um mein Element herum habe, wenn ich zum Beispiel etwas gravieren will und dann ringsherum um dieses Element herum das ausschneiden will. Ne, dafür ist es super. Könnt ihr einfach sagen, wie groß das Offset sein soll und dann auf OK klicken. Und dann habt ihr hier einerseits das Bild plus eben auch das Offset. Dann, wenn ich jetzt den Santa auswähle und sage, ich möchte den wiederholen, dann kann ich hier zum Beispiel sagen bei Grid Array, ich will zum Beispiel auf der X-Achse will ich 3 von denen haben, auf der Y-Achse 2 und dann kann ich auch noch sagen, wie groß der Abstand zwischen den einzelnen Elementen sein soll. Und jetzt seht ihr, habe ich schön diese Wiederholung. Jetzt mache ich das kurz rückgängig. Jetzt kann ich mit dem hier auf Array und dann Circular Array gehen. Dann sagen wir hier zum Beispiel, ich mache mal eine 110. So, und jetzt seht ihr, habe ich die Elemente in einem Kreis angeordnet. Ich kann sagen, ne, zu wie viel Grad, also wenn ich hier zum Beispiel sage nur 180 Grad, dann habe ich das nur eine Hälfte des Kreises. Ich sage jetzt wieder 360 und dann könnt ihr sagen, wo der Start sein soll. Die Schritte, nehmen wir mal 60, so, ne, dann sind die schön verteilt und ich kann eben Anzahl Kopien auch verändern. Wenn ich jetzt 10 haben wollte, dann wäre das 10 hier. So, das ist das, was ihr mit diesem Circular Array machen könnt. Und dann habt ihr die eben schön in einem Kreis angeordnet und das sind dann auch wieder einzelne Elemente. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Smart Fill, das werde ich euch in einem Projekt zeigen und zwar schon im ersten, wo es ums Holzgravieren geht, damit ihr das seht. Das ist quasi, wenn was in Laser schon drinnen liegt und ich ein Element habe und das automatisch quasi auf die Teile platzieren will, dann ist es mit diesem Smart Fill eben möglich. Dann kann ich das Ganze gruppieren oder nicht gruppieren und das geht natürlich nur, wenn ich 2 Elemente markiert habe. Und wenn ich hier nur 1 habe, dann ist es ausgegraut. Wenn ich 2 habe, kann ich sagen gruppieren oder Gruppierung aufheben. Ich kann sagen, ne, dass es sich rechts ausrichtet, horizontal. Wenn der zum Beispiel jetzt nicht mehr in der Form drin wäre, kann ich die beiden markieren und zum Beispiel sagen, ich will es horizontal und vertikal ausgerichtet haben und dann sitzt er wieder schön in der Mitte. Dann kann ich, wenn ich 2 Elemente habe, ich mache die beiden jetzt kurz auf Engraved, dann seht ihr es auch ein bisschen besser. Dann kann ich, das sind jetzt beides Einzelteile und wenn ich die beide markiere, kann ich sagen Unite, also zusammenfügen,
das obere Teil vom unteren abziehen, nur die Überlappung stehen lassen oder die Überlappung abziehen. Sagen wir mal das letzte, dann seht ihr jetzt, dass hier die Spitze vom Blatt weg ist, ne? Und das Ganze ist ein Element. Das kennt ihr auch vom Plotten so ein bisschen. Dann Reflect könnt ihr horizontal oder vertikal das reflektieren. Und hier Position könntet ihr fix festlegen, wo das auf eurem Arbeitsplatz liegen soll, auf der X- und auf der Y-Achse. Und bei der Größe könnt ihr sagen, wenn ihr das genau angeben wollt, wie groß das sein soll. Sagen wir mal, ich will, dass das hier 5 cm ist. Dann kann ich das hier so antragen oder ich kann auch die Verknüpfung aufheben und dann kann ich die Größe, also die Breite von der Höhe unterschiedlich anpassen. Und dann können wir das Ganze auch rotieren. Aber eben, ihr könnt die Größe auch so anpassen, indem ihr eines dieser Ecken quasi auswählt. Wenn ich die Verknüpfung aufhebe, dann kann ich das eben länger machen, ne? So. Und hier das Rotieren geht auch über diesen Kreis hier oben. Ne? Das ist alles auch möglich. Das sind die Befehle auf der Seite. Und jetzt, wenn wir was markieren, dann habt ihr hier drüben eben die Laserbox. Das heißt, hier könnt ihr euer Gerät verbinden. Ich habe es jetzt im Moment nicht verbunden, deshalb wird es auch nicht angezeigt. Wenn ihr es verbunden habt, dann wechselt, also dann nimmt die Kamera quasi das Bild, also von der Arbeitsfläche quasi von der Laserbox auf, also der fotografiert es quasi und dann wird es euch hier angezeigt, aber das seht ihr dann bei den Anwendungsbeispielen nächste Woche. Dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr flach lasern will, ob ihr Zylinder lasern wollt mit dem Rotary Tool, wenn ihr ein Open Plane habt, ob ihr schneiden wollt oder ihr könnt tatsächlich mit dem auch ein Print and Cut, also ein Drucken und dann Schneiden machen. Das geht auch. Das sind die Möglichkeiten hier. Dann könnt ihr das Material auswählen, was ihr haben wollt. Sagen wir zum Beispiel 3 mm Balsaholz. Wenn das Material nicht aufgeführt ist, könnt ihr auf Mehr gehen und dann seht ihr die ganzen Sachen, die hier zur Verfügung stehen und könntet da auch suchen, auch die nicht unterstützt werden, aber es macht natürlich mehr Sinn, dass ihr die angezeigt bekommt, die unterstützt werden. Ne? Sind hier alle aufgeführt und dann könntet ihr hier einfach auf Use gehen, also anwenden und dann hättet ihr das in der Liste. Dann die Dicke, ihr könnt einen Auto-Mesher machen, das seht ihr dann auch bei den Projekten. Ihr könnt sagen, ob das Element erhöht ist, das heißt, ob ihr die Prisms verwendet habt oder nicht. Ich habe das jetzt eigentlich bei allem, was ich euch bei den Projekten zeige, habe ich das auf Nein gesetzt. Und wenn ihr hier dann etwas auswählen, dann könnt ihr entweder eben, ihr verwendet die Referenzparameter oder wenn ihr das nicht macht, könnt ihr sagen, Benutzer definiert und dann könnt ihr die Parameter von wegen Power und Speed und wie viele Male er da durchgehen soll und die Linien per Zentimeter, wie viele Linien per Zentimeter er machen soll, das könntet ihr alles manuell angeben oder ihr nehmt eben die Referenzwerte. Das würde ich euch für den Start, wenn ihr noch keine Erfahrung habt, wirklich empfehlen. Und dann könnt ihr hier auch noch auswählen, will ich nur einen Score machen. Das seht ihr dann bei dem hier. Ich habe also ich werde den auch bei den Projekten verwenden, wo ich einfach einen Kreis ringsherum gemacht habe, der nur graviert wird. Dann habe ich aber noch einen zweiten Kreis, der ein bisschen größer ist und den habe ich dann geschnitten. Ihr seht hier auch, die Werte verändern sich und auch die Farbe. Also sagen wir mal, ich mache hier kurz noch ein Outline. Nochmal eins, ne? Bisschen größer. Dann könnte ich sagen, das hier, das ist Gravieren. Kann ich sagen,
der zweite und das habe ich ganz vergessen zu sagen, wenn ihr jetzt auf was nicht anklicken könnt, weil das letzte, was ich hinzugefügt habe, war das Äußere. Das heißt, von den Ebenen her liegt das jetzt zu oberst. Kann ich auch Arrange sagen und sagen Send to the Back und dann kann ich nämlich auch den zweiten hier anklicken. Das ist wie ein Papierstapel, wo die einzelnen Ebenen oder Blätter aufeinander liegen. So könnt ihr euch das vorstellen. Das findet ihr hier unter Arrange. So, jetzt können wir beim letzten sagen, das ist Cut, weil das will ich gelasert haben, dass er das durchschneidet. Dann gehe ich zum zweiten, da sage ich Score und das hier, das Bild ist dann Engrave. Ne? Und so würde er mir dann zuerst das hier gravieren, dann macht er die Score-Linie, das graviert er auch nur und dann ganz am Schluss, wenn er damit durch ist, schneidet er das hier noch. Und ihr müsst immer aufpassen, ne? Also er schneidet alles, was ihr auf dem Arbeitsplatz habt. Das heißt, wenn ich jetzt nur das machen würde oder möchte, kann ich das alles markieren, Ctrl+C fürs Kopieren, hier auf eine neue Seite rübergehen, Ctrl+V fürs Einfügen und dann habe ich nur dieses Element, mit dem ich arbeiten will und die Werte wurden übernommen. Ne? So, das war das und genau, dann haben wir noch Projekte, weil ihr habt auch schon Projekte zur Verfügung, die ihr verwenden könnt, um das mal auszuprobieren. Zum Beispiel könnt ihr hier Ohrringe lasern oder ihr könnt diese Handyhalterung ist ja im Testpaket mit drin oder auch diese Business Card Holder ist auch mit drin. Da könntet ihr das auswählen und ihr seht auch, für welche Laser das Projekt zur Verfügung steht. Jetzt hier zum Beispiel seht ihr, das steht für den D1, für den M1 und für den T1 Pro zur Verfügung. Ne? Das ist auch ein Richtwert. Könntet ihr das einfach anklicken und dann wird euch das alles quasi, bekommt ihr eine Beschreibung, was die einzelnen Schritte sind, die ihr machen müsst und dann könnt ihr hier auf Start Project gehen. Und wenn ihr dann alles so vorbereitet habt, wie ihr das haben wollt, dann könnt ihr hier auf Process gehen. Geht natürlich nur, wenn ihr euren Laser angeschlossen habt. Das ist bei mir im Moment gerade nicht der Fall, aber das seht ihr dann tatsächlich auch in den Projekten, die ich euch ab nächster Woche zeige. Das war quasi der Rundumschlag oder eine kurze Einleitung in die Software, die ihr zum Lasern verwendet. Und ihr seht wirklich, ne, das ist... Also ich finde die super einfach zum Anwenden und eben, wenn ihr Sachen nicht hier drin zeichnen wollt, könnt ihr tatsächlich auch einfach zum Beispiel mit Inkscape Sachen zeichnen und die dann hier als SVG-Datei einfügen oder eben ihr könnt, wie ihr es gesehen habt, auch einfach mit Bildern arbeiten. So, das war es jetzt aber zur Software. So, das war schon mal alles zum Aufbau und zu den Spezifikationen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen gut gesehen. War ein bisschen speziell für mich, weil es eben nicht in meinem Bastelstudio ist, wo ich die ganze Kamera so aufgesetzt habe, dass es auch für mich möglichst gut funktioniert. Aber falls da irgendwo noch Fragen sind, es ist wirklich sämtliche Benutzerhandbücher für den Laser selber, für die Belüftungsanlage, für den Air Assist, für dieses Erhöhungsunterteil mit der Farbenplatte. Da gibt es Handbücher dafür und die sind auch alle in Deutsch. Ne? Also verschiedene Sprachen, aber Deutsch ist eben auch drin. Und denkt an meine Worte, wenn ihr eben diesen Aufsatz habt, guckt, dass ihr das richtige Werkzeug habt, dann habt ihr auch nicht so ein Drama damit, das Ganze auseinanderzunehmen und richtig wieder zusammenzubauen. Ne? So, das war's für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und auch interessant für euch und dass euch das Video gefallen hat. Und natürlich, dass ich euch in den nächsten Laservideos auch wieder sehe oder ansonsten in einem meiner nächsten Videos. Aber für heute war es das, wie gesagt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald! Close my eyes. You know that you're the only thing I see.